Seit 2016 arbeite ich täglich mit der Heißluftfritteuse und ich habe so ziemlich alles an Zubehör ausprobiert, was es gibt. Ja, in meiner Facebook-Gruppe sehe ich immer wieder die gleiche Frage. Was brauche ich wirklich und wofür sollte ich lieber kein Geld ausgeben? Die Wahrheit ist, vieles von dem Zubehör, das uns verkauft wird, ist einfach nur Geldverschwendung. In diesem Video zeige ich dir, welches Zubehör für die Heißluftfritteuse wirklich sinnvoll ist und was du getrost weglassen kannst. Lass uns loslegen, damit du kein Geld mehr verbrennst. Ja, und bevor du jetzt einkaufen gehst und alles Mögliche zusammenkaufst, schau erstmal, was du in deinem Schrank überhaupt hast. Denn so eine Greiferchen zum Rausholen, zum Umrühren, hat fast jeder zu Hause und die musst du nicht extra neu kaufen. Dann mess deine Heißluftfritteuse, wie groß die ist. Alles, was du früher im Backofen genutzt hast, kannst du auch hier für die Heißluftfritteuse nutzen. Doch stopp! Nicht, was für die Mikrowelle ging, geht automatisch in der Heißluftfritteuse. Das sind zwei komplett verschiedene Systeme. Also stopp! Nicht alles, was in der Mikrowelle ging, geht in der Heißluftfritteuse. Wenn du meine Videos schon länger verfolgst, wirst du sehen, dass ich oft diese Matten benutze. Und du siehst, die sind jetzt komisch von der Größe her. Also ich habe mir diese großen Grillmatten gekauft. Ich verlinke dir das auch mal unten. Aber die kriegst du inzwischen momentan fast überall auch so zu kaufen. Aber ich verlinke mal alles unten drunter, damit du nochmal nachgucken kannst, was es alles so war. Und ob du das dann über Amazon oder so kaufst, das ist dir überlassen. Solltest du es über Amazon kaufen, das Ganze sind Affiliate-Links, die ich da unten drin habe, dann bekomme ich ein klein bisschen Geld dafür. Damit unterstützt du mich bei meiner Arbeit. Also aber diese Grillmatten, wie gesagt, die siehst du fast in jedem Video. Ich zeige dir auch noch mal ein paar Beispiele, die ich direkt rein verlinke. Genauso ist es mit diesem. Das sind auch so eine Grillmatten. Da kannst du wunderbar auch Sachen drauflegen, die ich dann auch entsprechend immer von der Größe zugeschnitten habe, sodass das in der Heißluftfritteuse ganz leicht reinpasst. So, schau, so ist es fertig und sieh, durch die Matte ist halt nichts unten drunter durchgefallen, was sonst der Fall ist, wenn du es auf die Grillplatte so nur legst. Oder schau hier, wo ich den Blumenkohl direkt auf die Matte habe, die Würstchen noch dazu. Und mit meinen Helferchen kann ich jetzt hier alles leicht rausholen. Ging so wunderbar. Das sind so Helferchen, die du unbedingt brauchst. Oder hier wie in diesem Beispiel, da habe ich die Silikonmatte unten drunter, mache die Kartoffeln oben drüber, den Käse oben drauf. Das gibt dann diese Knusperkartoffeln, die ich dann noch gefüllt hatte. Also du siehst, diese Matte ist so vielseitig einsetzbar und es kommt überall richtig toll Luft dran. Das ist ja das A und O. So, was brauchst du noch unbedingt? In der Heißluftfritteuse, in deinem Korb, hast du ja diese Einsätze drin. Das sind diese Crispbleche, wie man die auch nennt. Ganz nebenbei, diese Gumminoppen müssen unbedingt dran sein, denn die schützen deine Heißluftfritteuse für Verkratzer. Doch, wie kriegst du die raus, wenn die Heißluftfritteuse heiß ist? Hier habe ich zwei Helferchen, die ich mir gekauft habe. Ich muss sagen, der letzte, den ich mir jetzt zum Schluss gekauft habe, ist in meinen Augen praktischer, aber es kommt immer darauf an, was du, also hier siehst du, mit denen kommt man schlechter so rein. Den kann man aber eher so für Schalen nehmen, wenn man die Schalen so rausholen möchte. Also das hier sind zwei Helferchen, wovon du mindestens einen unbedingt brauchst. Inzwischen bin ich ganz froh, dass ich zwei habe. Den kann ich auch mal mit zwei Seiten anfassen und besser das Ganze rausholen. Hier habe ich mir so ein Helferchen mal nachgekauft. Später, das hatte ich auch nicht gleich am Anfang. Brauchst du auch nicht unbedingt gleich am Anfang. Aber das ist doch recht praktisch. Hier kannst du Ware senkrecht drinne stapeln. Ob das jetzt Speck drin ist, also Bacon, den du da drinnen knusprig braten möchtest. Weil wenn du den jetzt so drauf legst, die Scheiben, dann liegen die ja übereinander und können nicht so kross werden. Und hier kannst du sie so reinpacken. Oder ich habe auch schon Kartoffeln Scheiben gemacht und habe die dann da entsprechend reingestellt. Also das ist ein Helferchen, den ich inzwischen doch sehr schätzen gelernt habe. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige es doch ganz kurz dazu. So hatte ich das jetzt, die Kartoffeln dann da drinne und ich hatte auch schon Bratwürstchen an der Seite mit dran und die Kartoffeln an der Seite. Also es ist so vielseitig auch. Und du siehst, dass es den, ja, was sauber zu machen ist, das mehr nicht. So, und da ich momentan gerade dabei bin, ein Video zu erstellen über Zubehör, also so eine Glasschalen, da habe ich so einen ganzen Satz hier. Schau, die gibt es in unterschiedlichen Größen mit den Deckel.
Und wenn du nachher was übrig hast, dann kannst du es mit dem Deckel auch in die Gefrierschrank stellen oder in den Kühlschrank stellen. Wichtig, den Deckel runter. Nachher, wenn du es in der Heißluftfritteuse verwendest, weil das darf nicht in der Heißluftfritteuse. So, und in Bezug mit diesen Glasschalen kommen wir hier auf ein ganz wichtiges Zubehör. Rein ist es ja noch kein Problem, aber wieder raus, wenn das heiß ist. Mit diesem Greifer kriegst du wunderbar die Sachen aus der Heißluftfritteuse raus. Und das ist auch das Tolle bei den Schalen, die haben hier so eine Rille. Und da kann das wunderbar greifen. Also hier mit dem kannst du das wunderbar danach auch wieder rausholen. Also das ist ein Zubehör, das du unbedingt brauchst. So, schau, so sieht das nachher aus, wenn ich es aus der Heißluftfritteuse raushole. Und da siehst du nochmal, wie praktisch das ist und du verbrennst dich nicht. So, jetzt zeige ich dir noch was. Wenn wir unsere Crispplatte drin haben, dann können wir ja hier auf der ersten Schicht schon Speisen packen. Und wenn wir noch eine zweite Schicht was kochen wollen, dann können wir das oben drüber stellen und können hier auf der zweiten Schicht noch weitere Zutaten drin zubereiten. Das ist ein Einsatz, den hatte ich mir mal für den Speedy gekauft, der passt aber auch in viele andere Heißluftfritteusen und diese Größe rein. So, jetzt mache ich heute Test. Ninja Speedy kochen auf 3 Etagen. Unten rein kommen die Nudeln, darüber kommt das Gemüse und oben drauf kommen die Würstchen. So, hier kannst du es gleich nochmal in der Praxis sehen. Also unten sind die Nudeln drin, dann kam die Platte oben drüber mit dem Gemüse, oben drüber dann nachher die Bratwurst. Essen fertig, einfach, schnell und lecker. Was will ich mehr? So, jetzt habe ich auch mal die Platten gemessen und zwar vom Abstand von unten, vom Topfboden. Also 2 cm ist die Crispplatte, wenn ich sie direkt auf den Boden reinlege, Abstand von unten. Jetzt meine Spezialplatte, die ich gekauft habe, die ist 5 cm vom Boden weg. Und wenn ich die Crispplatte oben einhänge, dann habe ich 8 cm. Also so kann man wunderbar auf mehrere Etagen jetzt kochen. Und ich habe inzwischen auch noch was anderes festgestellt. Wenn ich diese neue Platte, die ich jetzt bekommen habe, ja in die Mitte reinstelle, dann kann ich auch wunderbar das andere Gemüse oder was oben drauf packen, noch in diesen Silikonschälchen. Aber das zeige ich nochmal in einem anderen Video oder ich schau mal. Ja, auch recht praktisch ist dieses Set, wenn du über mehrere Ebenen was dörren möchtest, weil das sind alles einzelne Eben, die du ganz individuell zusammenstellen kannst. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Du hast also hier, und dann kannst du je nachdem, welche Ebenen du möchtest, das dazu ergänzen. Oder ganz tiefer. Also das finde ich recht praktisch. Dann kannst du auf mehreren Ebenen drin dürren. Die benutze ich inzwischen. Ich hole das mal ganz kurz raus, stelle das mal rein. Die benutze ich inzwischen auch, je nachdem nach Speisen, die ich habe, ganz gerne als Spritzschutz. Damit du nichts fliegenden Käse und so, ist das auch super als Spritzschutz. Ja, und wenn wir bei Spritzschutz schon sind, habe ich mir diesen hier gekauft. Der hat auf der Rückseite hier diese Magnete. Ah, da fehlt mir der eine, den muss ich mal gucken, wo ich den hin habe. Mit diesen Magneten, also so rum wird der unten an der Heißluftfritteuse gegen angehaftet. Wichtig ist zu wissen, wenn du Spritzschutz benutzt, wird die Leistung deiner Heißluftfritteuse verringert. Da ja nicht ganz so viel Luft direkt mehr durch kann. Ich verwende ihn wirklich nur, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Sachen, die doch sehr spritzen und dann ist das sinnvoll, dann verwende ich den. Also ich verwende den nicht immer. Also hier im Video zeige ich jetzt mal ganz kurz, wie ich diesen Spritzschutz in der Cosori TurboPress 6.0 installiere. Also siehst, die Magnete sind nach oben. Ich setze den gerade von unten so, drücke ich den hoch. Probiere, der Korb passt alles super. Von daher passt alles, klappt das. Dann hatte ich auch einen Test gemacht und eingeschalten, ob die Funktionen alle da sind. Auch von der Funktion war keine Beeinträchtigung, nichts da. So, dann schauen wir mal, ob man das sehen kann von unten. Und du kannst sehen, also so sitzt der Spritzschutz dann installiert in der Cosori.
Also das war jetzt meine Beschreibung dazu. Ja, noch kurze Ergänzung, wenn du die nachher abnimmst, schau unbedingt, dass die Magnete überall dran sind, nicht, dass die dann nachher noch oben drinne hängen und dann später dir die Magnete verloren gehen und die brauchst du ja unbedingt zur Benutzung. So, jetzt kommen wir zu diesen zwei Dingen. Und das sind um die heiße Sachen zu transportieren, zu tragen. Da war mal eine Frage in der Gruppe. Ich habe so eine Dinger, für was sind denn die da? Also um heiße Sachen. Und das damit die nicht verbrennst. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar viele schreiben, sie verwenden Backpapier in der Heißluftfritteuse. Ja, Backpapier ist so Sache. Ich habe mal ein Video erstellt, noch die Gefahren, die damit verbunden sind. Und hier, finde ich, gibt es eine super Alternative. Das sind die mit den Löchern. Weil wir kochen in der Heißluftfritteuse mit Luft. Nur durch Luft wird unser Essen heiß. Und wenn ich jetzt Backpapier drauf packe, dann kann die Luft schlechter zirkulieren. Hier mit diesem kann die Luft trotzdem zirkulieren. Das kannst du benutzen, wenn du nachher entsprechend deine Speisen da oben drauf legen möchtest, Bratwürste oder dergleichen. Wenn du sagst, du möchtest nicht, dass das angebacken ist oder festgeklebt ist, dann benutze diese Einlageblätter, aber nicht unbedingt Backpapier. Backpapier gibt es Verwendungen, wo das sinnvoll ist, wo du das nutzen kannst, ja, aber nicht unbedingt, wenn du was nur verhindern willst, dass es dir hier an diese Crispplatten festklebt. Dann pack das dazwischen und ist alles top. Guck mal, was jetzt passiert ist. Hast du es gesehen? Das Backpapier geht hoch. Das ist äußerst gefährlich. Deswegen lege ich jetzt meine Würste mal ganz auseinander. Weil nämlich normalerweise nutze ich kein Backpapier, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Wenn du Backpapier verwenden möchtest, dann besorg dir hier diese Schalen. Die kannst du in deine Heißluftfritteuse entsprechend reinpacken und kannst dann da deine Ware oben drauflegen. Wie gesagt, bestimmte Sachen ist es sinnvoll, dass man das Backpapier so verwendet, wenn Flüssigkeiten drin ist, dass dir das nicht rausläuft. Wenn du ein bisschen so eine leichte Soße dabei hast oder manche Eiergerichte werden inzwischen auch schon so da drin zubereitet. Dann kann so eine Backpapier in dieser Form, das sind extra für Heißluftfritteusen auch so eine Einsätze, dann sind die sinnvoll. Ja, du hattest ja jetzt kurz auch die Gefahren gesehen, wo ich darauf hingewiesen habe. Also wenn du das Backpapier komplett belegst, dann kann das ja nicht passieren. Aber wie gesagt, bei einzelnen Sachen sei vorsichtig mit Backpapier. So was auch recht praktisch ist, ist so ein Teigschaber. Wenn du jetzt doch mal in der Heißluftfritteuse so in drinne Sachen reinpackst und so drinne kochst, was ja inzwischen doch sehr oft gemacht wird, nie harte, scharfe Gegenstände nehmen. Und mit diesem Teigschaber kannst du wunderbar in der Heißluftfritteuse die Sachen drin umrühren, verteilen, ohne dass deine Heißluftfritteuse hier beschädigt wird. Also und den hast du bestimmt im Haushalt irgendwo rumfliegen, musst du auch nicht neu kaufen. Ja, und jetzt kommen wir zur Silikonform. Ich habe mir da auch einen Satz gekauft, weil ab und zu ist es doch recht sinnvoll, auch diese Silikonform zu nutzen. Zum Beispiel habe ich Brot gebacken und habe den Brotteig da rein, hatte mir hier noch was oben drüber gelegt, dass die Rillen nach dem Brot nicht angehaftet sind oder zum Sehen waren. Also ganz Silikon, wenn ich das verwende oder wo ich das gekauft habe, habe ich genau geschaut, was es für ein Silikon ist, die Kennzeichnung mir genau angeschaut und entsprechend dann nachher wieder angeschafft. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist hier ein Pizzablech, wo ich dann erstmal das Ganze habe eingebrannt, damit es dann nachher nicht rosten soll. Und ich hatte ja eigentlich ein Video geplant, wie ich dir zeigen wollte, wie man das richtig einbrennt und alles. Ich habe es dann nachher nicht veröffentlicht, weil trotz des Einbrennens und ja, 2-3 Mal benutzen, haben sich dann doch Roststellen gebildet, so war ich, dass ich dann doch nicht so zufrieden war und das dementsprechend auch so nicht weiterempfehlen möchte. Also ein Pizzablech würde ich euch jetzt nicht unbedingt da so empfehlen. Ich habe dann eine andere Lösung gefunden, die ich jetzt euch gleich auch mal zeige.
So, ich wollte euch eine andere Lösung zeigen und da kommt dieses da zum Tragen. Aber wenn ich das jetzt so da reinpacken will in den Speedy unten auf die Original-Chris-Platte, der Topf vom Speedy geht leicht konisch zu, dann passt mir das unten nicht ganz rein. Aber dieses Helferchen hatte ich euch ja schon mal vorgestellt und durch dem kommt das Ganze ja ein bisschen höher. Und dann kann ich es so reinpacken. Jetzt habe ich immer ganz gerne Schutz für die ganzen Sachen. Das langt mir so ein kleines Stückchen von der Silikonmatte. Jetzt kann ich das da hier reinpacken und kann wunderbar hier drinnen kochen. Würde ich die Original Chris-Platte vom Speedy nehmen, die würde hier oben eingehangen werden. Dann kommt mir das Ganze zu weit hoch und dann klappt das nicht ganz so. So, jetzt nehme ich das mal wieder raus. Jetzt zeige ich euch gleich noch was. Dieser kleine Helfer, wenn du hier Gemüse kochen möchtest und hier vielleicht Kartoffeln oder Bratwurst reinpacken möchtest oder so Sachen, dann kannst du ganz gerne diesen Trenner, hier verwenden. Was ich mal machen würde an deiner Stelle dann, den raus. Hier hatte ich mir ja meine Einsätze, die ich mir zurechtgeschnitten habe, und darauf das Ganze packen. Dann kann wieder die Luft wunderbar durchzirkulieren. Du siehst, dass hier halt auch wunderbar Löcher und du kannst dein Essen so trotzdem trennen. Es rutscht dir nichts groß darüber und es kann dir nichts in die Platte an den Seiten runterfallen. Und genug Luft kommt von jeder Seite ran. So, und jetzt kommen wir gleich zu einem praktischen Einsatz. Also hier, das ist im Prinzip für mich, wie soll ich sagen, ja, mein Allrounder zum Braten, Anbraten, für Soßen machen und dergleichen. Ich hatte hier ja vorher einen Braten gemacht mit einer Zwiebelsoße unten drin. Also die Zwiebel hatte ich leicht mitschmoren lassen. Und hier tue ich jetzt in diesem Beispiel meine Soße dann nachher andicken, sodass ich wunderbar, also es war ein Braten mit Biersoße entsprechend. Und so, dass ich jetzt hier wunderbar die Soße drin andicken kann. Dadurch, dass ich diese Pfanne in der Heißluftfritteuse ja kurz auf volle Wolle vorheizen kann, ist sie von unten schon richtig schön heiß. Ja, ich habe die auch schon verwendet, um Omelette zu machen, um Rührei zu machen. Also die ist sehr vielseitig einsetzbar, diese Pfanne jetzt hier zum Beispiel. Diese kleinen runden Silikonformen, die habe ich auch ganz gerne, wenn ich Spiegeleier dergleichen mache. Einen Deckel oben drauf, den schauen, dass der mit Wölbung nach oben ist, dann ist noch genug Luft zum Ei unten drunter und dann wird das Ei wunderbar. Also ich mag das nicht, wenn das Ei so eine Haut oben drüber hat und dadurch, dass der Deckel oben drauf kommt, verhinderst du das und siehst du, mit diesem Helferchen hier kann ich auch den Deckel schon mal runternehmen und das Ei war da richtig klasse, innen drinnen noch schön flüssig und ich kann es wunderbar einfach dann ja auch rausnehmen. Und siehst du hier, in diesem Fall hat es jetzt mit diesem Helferchen nicht so geklappt. Ich habe ja Ersatz. Da probierte ich das mit dem anderen Helferchen. Und mit denen ging das jetzt leichter rauszuholen. Also siehst du, es ist manchmal ganz gut, wenn man so zwei verschiedene hat. Ja, ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, aber ich denke, für den Anfang ist das erstmal das Wichtigste, was du so überhaupt brauchst. Und wie schon gleich am Anfang auch gesagt, schau erstmal in deinen Schrank nach, was du alles schon hast. Denn wenn du früher gekocht und gebacken hast, dann hast du sicherlich auch von der Seite her schon ganz gutes Startkapital. Also nicht gleich alles Mögliche kaufen, sondern nur das, was du wirklich auch brauchst. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, hänge ich ein Rezept dran, hänge ich ein Geschenk hinten dran? Was hättest du lieber, ein Geschenk oder ein Rezept? Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es doch mal in den Kommentaren unten drunter, was ihr eigentlich lieber habt. Ein weiteres Rezept oder ein Geschenk? Oder soll ich mir was für Weihnachten noch ausdenken? Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren. Das würde mich echt mal freuen. So, und jetzt wünsche ich euch noch gutes Gelingen und nicht zu viel Geld ausgeben. Na, da fange ich doch mal mit einem Geschenk erst noch an. Und zwar das bekommst du kostenlos von mir. 16 Rezepte, die besten aus meinen Büchern für dich hier kostenlos zusammengestellt. Doch wie kommst du überhaupt daran? Hier die kurze Anleitung. Mein Geschenk an dich. Wenn du hier runter scrollst, hast du den Bereich Bücher und auch Tassen und auch Zubehör. Und egal, jetzt beim Zubehör oder auch bei den Büchern, habe ich ein Geschenk für dich reingepackt.
und zwar kostenlose Rezepte. Diese insgesamt 16 kostenlosen Rezepte bekommst du von mir. Ganz einfach. Du legst das hier in den Warenkorb rein, dann siehst du das hier. Jetzt hast du hier unten einen Button zur Kasse, da klickst du dann drauf. Dann kommst du hier zur Kasse. Hier gibst du jetzt deine ganzen Daten ein und dann kommst du hier unten. Dann klickst du aber auf Bestellung überprüfen. Und hier siehst du, dass das Ganze kostenlos ist mit 0 Euro. Und dann klickst du hier einfach auf Kaufen. So, deine Bestellung wurde bestätigt. So, jetzt gehe ich mal in meinen Posteingang. So, dann hast du hier 2 Mails bekommen. Einmal mit den AGBs und Widerrufsbestimmungen und hier unten hast du, Ihr Download ist bereit. Und dann hier hast du das, dann klickst du hier auf den Download-Link. Und dann startet, dann kommst du auf diese Seite. Dann kannst du hier anklicken, herunterladen und dann ist der Download gestartet und du hast die Rezepte. Ja, und was bekommst du jetzt überhaupt von mir? Aus meinen 8 Büchern habe ich dir je 2 Rezepte immer zusammengestellt, damit du mal einen Einblick in meine Bücher überhaupt bekommen kannst. Und diese Rezepte habe ich jetzt exklusiv für dich hier zusammengestellt. Viel Spaß dabei!